Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing und Review Video des Lapin Red 5 X-Wing Starfighters. Dann machen wir das gute Stück direkt mal auf. Das Paket habe ich übrigens bei TomTop bestellt mit zollfreiem Versand. So, da ist die Packung auch schon. 1616 Teile. Öffnen wir die Schachtel mal. Stickerbogen. So, insgesamt sind es 37 Tüten, scheinen alle vollständig zu sein. Eine Tüte war schon beschädigt, ein bisschen offen, aber nicht weiter schlimm. Die Blastergewehre extra. Die Anleitung sieht auch sauber bedruckt aus, mit den Stickern innenliegend. So, ich freue mich schon aufs Aufbauen und wir sehen uns später nach dem Aufbau wieder.
So, da ist auch schon der fertig aufgebaute X-Wing und mein Fazit. Super schönes Teil. Mit ein paar kleinen Schwächen beim Aufbau. Zum ersten in der Anleitung. Lässt sich manchmal sehr schwer erkennen, ob es sich um dunkelgrau oder schwarz handeln soll. Nicht sehr gut gelöst in der Anleitung leider, wie ich finde. Zudem hatte ich beim Ständeraufbau ein Fehlteil. Statt eines 16er Technik-Bricks war nur ein 14er dabei, komischerweise. Der Ständer lässt sich trotzdem ohne Probleme weiter aufbauen. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Das zweite Problem ist, finde ich, der Sticker für die Cockpitscheibe ist extrem fummelig, sehr schwer. Nicht gut gelöst. Wäre eine Bedruckung wesentlich besser. Die anderen Sticker gehen allerdings ohne Probleme, wie ich finde. Ansonsten eine ganze Tüte blieb über mit Kleinteilen. Sehr viele weiße Fliesen. Eine schwarze. Und die Waffenhalter, das war's. Sonst keine Fehlteile und alles vollständig. Ein Fazit, ja, wirklich schönes Modell. Sollte keiner Sammlung fehlen. Wenn man nicht mal ins Original kommt, tut's der Lapin auch sehr gut, wie ich finde. Ich habe das Modell übrigens bei TomTop bestellt mit Originalverpackung. Ging alles wunderbar. Ich verlinke es auch unten noch in der Videobeschreibung. Die Funktionen gehen auch wunderbar. Wie man sieht, wenn man in diesem Rädchen dreht, lassen sich die Flügel öffnen und schließen. Kein Problem. Die Qualität der Steine ist auch sehr gut. Keine verbogenen, dreckigen, gebrochenen oder sonstigen. Nur die Cockpitscheibe leider, wie gesagt, mit dem Sticker sehr schlecht. R2 auch gut bedruckt. Der Halter mit einem Fehlstein, aber lässt sich trotzdem wunderbar aufbauen.